Überzeugender Lügen ist leichter, als ihr vielleicht denkt. Herzlich willkommen zum Journal Club Echte Paper von echten Wissenschaftlern. Heute aus Consciousness and Cognition. Controlling the Bladder makes better liars. Sehr interessante Studie, ich fasse zusammen. Und zwar ging es im Prinzip darum, wie gut oder schlecht Menschen lügen. Die Teilnehmer der Studie wurden zunächst zu ihrer Meinung befragt zu viel diskutierten oder kontroversen Themen wie zum Beispiel Waffengesetze oder gleichgeschlechtliche Ehe. Und danach sollten sie in einem Interview, das auf Video aufgezeichnet wurde, entweder ihre eigene, also echte Meinung vertreten oder eine entgegengesetzte Meinung vertreten, also Lügen. Als Anreiz für eine gute Performance, also für überzeugendes Lügen, wurde eine kleine Geldbelohnung in Aussicht gestellt. Stellt euch vor, ihr müsstet euch für die AfD aussprechen, ohne sarkastisch zu werden. So, und jetzt das eigentlich Interessante. Vor diesem Video-Interview wurden die Teilnehmer in 2 Gruppen eingeteilt. Die einen bekamen 50 Milliliter Wasser, die anderen 700 Milliliter Wasser zu trinken. Dazu wurde ihnen gesagt, dass dies ein Teil des Experiments sei, bei dem es um den Geschmack des Wassers ginge. Dies war eine Ausrede, damit die Teilnehmer nicht den eigentlichen Zusammenhang erahnen. Außerdem wurden alle vorher noch aufs Klo geschickt, damit sie ihre Blase entleeren, weil ihnen gesagt wurde, dass es sonst dazu während des Experiments keine Gelegenheit mehr geben würde. Und so hatte man dann 2 Teilnehmergruppen, welche mit voller Blase und welche mit leerer Blase. Nach dem Experiment wurden eben die Videos von den Interviews unabhängigen Beobachtern gezeigt. Diese sollten dann die Interviews auf Lügen analysieren. Die haben dann geguckt, musste die Person jetzt lange nachdenken oder wirkte sie eher spontan? Wie überzeugend war die Körpersprache? Waren die Argumente inhaltlich konsistent? Und so weiter und so fort. Und das Ergebnis war, unter den Teilnehmern, die ihre gegenteilige Meinung vertreten sollten, wurden diejenigen mit voller Blase deutlich seltener als Lügner enttarnt. Sie traten also deutlich überzeugender auf. Eine volle Blase hilft also offensichtlich beim Lügen. Woran liegt das? Die Antwort liegt darin, dass eine volle Blase und Lügen erzählen etwas gemeinsam haben. Und zwar setzt beides Selbstkontrolle voraus. Beim einen müssen wir unseren Harmdrang unterdrücken, beim anderen die Wahrheit unterdrücken. Und hier setzt ein Effekt ein, der bekannt ist als sogenannter Inhibitory Spillover-Effekt. Und diesen Effekt zu verstehen, könnte nützlich für unseren Alltag sein. Wenn wir allgemein an Selbstkontrolle denken, so wird diese ja im Alltag ständig von uns verlangt, und zwar in verschiedensten Situationen. Zum Beispiel, wenn wir versuchen, nicht die ganze Osterschokolade auf einmal zu essen. Oder wenn wir versuchen, bei einem traurigen Film nicht zu weinen. Oder auch, wenn wir beim Mikado-Spielen versuchen, die Finger ruhig zu halten. So verschieden diese Situationen sind sie neurologisch gesehen ähnlich, denn in jedem Fall von Selbstbeherrschung, Selbstkontrolle wären dieselben Hirnregionen aktiv. Und wenn diese schon mal aktiv sind, wenn wir gerade dabei sind, uns selbst zu beherrschen, fällt es uns leichter, andere Formen der Selbstbeherrschung durchzuführen. Seinen Harndrang zu unterdrücken, also eine physiologische Selbstbeherrschung, fördert also auch eine kognitive Selbstbeherrschung beim Lügen, Inhibitory Spillover-Effekt. Forscher haben das übrigens auch in anderen Zusammenhängen beobachtet. Wenn man zum Beispiel einen traurigen Film sieht und dabei seine Tränen zurückhält, isst man tendenziell dabei auch weniger Chips. Und andersrum. Vielleicht kennt ihr das ja auch. Bei mir persönlich beobachte ich auch manchmal so eine Art Fuck-it-Spillover-Effekt. Wenn ich zum Beispiel gerade viel Sport mache, fällt es mir auch total leicht, mich dabei gesund zu ernähren. Aber wenn ich dann mal 2 Wochen nicht beim Sport war, denke ich so, fuck it, gib mir die Chips, was soll's. Habt ihr schon mal einen Inhibitory Spillover-Effekt bei euch selbst beobachtet? Schreibt es mir in die Kommentare. Und das volle Paper zum Nachlesen gibt es wie immer unten in der Beschreibung. Und damit bis zum nächsten Mal beim Journal Club.